Wusstet ihr, dass ihr mit einem Abrundfräser und Abfallholz richtig schöne Rundstäbe herstellen könnt? Nein, das habt ihr nicht gewusst? Ja, dann bleibt's mal da. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wir stellen uns heute richtig coole Rundstäbe hier aus Holz her, aus Abfallholz her und das Ganze nur mit einem Abrundfräser und diesen sollte eigentlich jeder daheim haben, der eine Fräse besitzt. Aber wie soll es funktionieren, mit einer Oberfräse hier Rundstäbe herzustellen, ohne Vorrichtung? Ganz einfach, ihr braucht nur eine Oberfräse und einen Abrundfräser. Natürlich, Voraussetzung ist natürlich noch eine Tischkreissäge, wo ihr das Holz zusägen könnt. Apropos Holz, natürlich benötigt ihr auch noch Holz. Ich habe hier so viele Abschnitte hier, Restholz, Altholz hier rumliegen und daraus habe ich mir gedacht, machen wir uns doch mal hier Rundstäbe und das Ganze wirklich ohne Vorrichtung. Dazu hole ich euch jetzt mal her und erkläre euch das Ganze, wie das funktionieren soll. Jeder kennt doch diese Abrundfräser hier, die haben ein Kugellager drauf und unten und das sollte eigentlich in einer Werkstatt mit Oberfräse nicht fehlen, also die meisten werden es dann daheim haben. Das ist jetzt einer hier mit R12, ich habe jetzt hier einen mit R10 eingespannt hier und jetzt kommen wir darauf. Jetzt mal theoretisch gesehen, wenn ich jetzt hier auf allen 4 Seiten fräsen würde, müsste ja eigentlich eine Rundung rauskommen. Naja, vorausgesetzt, das Holz hat genau diese Stärke. Wenn ich jetzt hier einen R10 Radius drin habe, muss ich die doppelte Stärke nehmen, weil wir machen ja eine Seite oben, eine Seite unten. Das heißt, wir müssen dann hier auf eine Holzstärke von 20 mm kommen. R10 mal 2 sind 20 und jetzt müsste man diese Holzstäbe jetzt erstmal im ersten Schritt hier auf 20 mm an der Breite und 20 mm an der Höhe müssen wir das Ganze erstmal richtig schön zusägen. So, die Leisten sind zugesägt hier, 20 auf 20 mm hier. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie soll denn das funktionieren? Weil wenn ich jetzt hier fräse, hier, zack, bumm, okay, klar, logisch, funktioniert auf einer Seite. Die nächste Seite fräse ich, funktioniert auch. Aber was passiert dann? Dann ist ja die Seite und die Seite schon rund. Dann hält es ja nicht mehr. Genau, und deshalb brauchen wir hier eine kleine Hilfestellung hier. Dazu habe ich noch eine Leiste zugesägt hier, die genau die gleiche Stärke hat wie die Holzleisten hier, also 20 mm und die nehmen wir als Führung. Und wie ich das Ganze meine, schaut's her. Die Hilfsleiste habe ich jetzt hier auf den Tisch gespannt, hier festgespannt, niedergespannt, wie auch immer, müsst ihr halt festmachen hier. Das ist unsere Auflagefläche für unsere Fräse, damit wir nicht rumwackeln. So, jetzt kommt dieses Stück dahin, was wir fräsen wollen hier. Ihr seht, es ist absolut die gleiche Höhe hier und das Ganze müssen wir jetzt hier erstmal festspannen. Festgespannt ist es. Jetzt ist es wichtig, dass ihr euren Fräser hier, euren Abrundfräser, richtig von der Höhe hier einstellt. Nicht zu weit, nicht zu hoch und nicht zu weit runter. Es muss genau exakt hier aufhören, weil wir müssen ja diesen Radius von 10 müssen wir ja praktisch, wenn wir 4-mal fräsen oder 2-mal fräsen auf jeder Seite, müssen wir ja verdoppeln, also müssen wir dann hier auf die 20 kommen. Also dieses Holzstückchen, dieses Rundstäbchen müsste dann eigentlich nachher einen Durchmesser von 20 mm haben. So, das Ganze ist ganz einfach. Wir machen das jetzt so, wir fräsen einmal hier haben wir hier die Auflagefläche hier, dann, ihr kommt ja nicht bis dahin, also bleibt immer hier ein Rand stehen, dann spannen wir das Ganze wieder fest, also drehen, spannen das Ganze wieder fest und fräsen alle 4 Seiten.
So, wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, dann muss dieser Stab hier so ausschauen hier. Diese Enden müssen wir natürlich noch absägen hier. Aber jetzt wollen wir es uns mal genauer anschauen. Ich hoffe, ich kriege es scharf hin. Schaut mal, wie schön glatt dieser Stab hier ist. Gut, da beim Beginnen hätte ich ein bisschen schneller losfahren müssen hier. Das ist meine Schuld. Aber schaut mal, wie schön der ist. Also das ist echt richtig gigantisch, muss ich sagen. Jetzt sägen wir mal die Ecken ab hier und schauen mal, wie er gut rollt. Und dann wollen wir natürlich mal was Längeres machen. Ui! Boah, schaut mal, wie rund der ist. Also der rollt ja mal sowas von perfekt. Kein Eiern, gar nichts. Richtig cool. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was wir hier raus. Es sollten eigentlich ein 20er sein. 20er Durchmesser. Jetzt schauen wir mal. Wir haben nicht ganz 20, wir haben 19,7. 19,7 haben wir, aber ganz ehrlich, 19,7 ist absolut in der Toleranz. Wenn man jetzt mal bedenkt, wenn man die Rundstäbe aus dem Baumarkt holt, das sind ja manchmal Millimeter zwischendrin und das sind ja bloß mal 3 Zehntel hier. Also alles gut, echt mega. Die Enden noch abgesägt und Leute, ich muss euch sagen, das funktioniert ja sowas von top und ihr seht, dass ihr auch längere Stäbe, Rundstäbe hier euch mit einem Abrundfräser machen könnt. Leute, schreibt es mal unten in die Kommentare rein, wie ihr diese Idee hier findet und vor allem, ob ihr das schon kanntet oder wusstet, dass ihr mit einem Abrundfräser hier solche schönen Holzstäbe euch selber machen könnt. Und jetzt schaut mal, wie die schön rollen. Schaut mal, da eiert überhaupt nichts. Die sind sowas von richtig schön rund, muss ich sagen. Also echt gigantisch. Und wir haben auch die gleiche Stärke wieder. Also wir müssen hier einfach 3 Zehntel abziehen. Wir haben hier auch, hier haben wir sogar 20,8 haben wir hier sogar. Also nur 2 Zehntel eigentlich im Endeffekt nur. Und schaut mal, wie schön diese Stäbe hier einfach rollen und da eiert gar nichts. Einen riesengroßen Vorteil gibt es natürlich, denn ich muss mir keine Vorrichtung bauen, um solche Rundstäbe herzustellen. Denn die meisten, die dann wahrscheinlich eine Oberfräse haben, haben wahrscheinlich einen Abrundfräser oder mehrere Abrundfräser schon da und können die einfach nutzen, ohne irgendwie eine Vorrichtung zu bauen. Finde ich ganz cool und vor allem kann ich auch Rundstäbe aus Abfallholz herstellen und in jeder Holzart selber herstellen. Aber natürlich gibt es auch einen riesengroßen Nachteil, das heißt, ich brauche den passenden Abrundfräser. Wenn ich jetzt einen R10 habe, kann ich einen 20er herstellen, wenn ich jetzt einen R6 habe, kann ich einen 12er herstellen und so weiter. Das müsst ihr natürlich bedenken und die Herstellung, muss ich sagen, geht relativ schnell, wenn wir das dann einmal drehen und drüber fräsen. Es geht relativ schnell und ich muss echt sagen, die sind sowas von schön und gerade hier. Solche Stäbe kriege ich ja nicht mal im Baumarkt. Da sind teilweise auch so krumme Bananen da. Ich hoffe, euch hat die Idee hier gefallen, Rundstäbe so herzustellen hier. Mein Lohn wäre ein Like von euch, da würde ich mich echt drüber freuen, über Kommentare ganz genauso. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch einfach, es kostet nichts und dann verpasst ihr auch nichts mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu, bis demnächst, Servus.